Bist du im E-Commerce tätig, hast einen Online-Shop oder verkaufst zum Beispiel über Amazon und bist dir nicht ganz sicher, was du für die Steuer machen musst, dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende anschauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und vielleicht hast du es ja gehört, dass es im Bereich E-Commerce, wie das Steuergesetz sagt, Versandhandel, einige steuerrechtliche Änderungen gab. Wenn du grundsätzlich physische Güter versendest als Geschäftsmodell, dann gibt es ein paar Dinge, auf die du achten solltest. Nämlich gerade die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen sind gar nicht so ohne. Um die ganze Problematik rund um die Umsatzsteuer im Versandhandel zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das ganze Thema ist relativ kompliziert und ist übrigens sogar für die Fachexperten ein echt nerviges Thema. Im Umsatzsteuergesetz unterscheidet man nämlich immer zwei Arten von Leistungen, und zwar einmal Lieferungen und einmal sonstige Leistungen. Stimmt steuerrechtlich nicht so hundertprozentig, aber ganz grob kannst du dir merken, die Lieferungen ist immer der Verkauf von Gegenständen, von physischen Produkten. Die sonstigen Leistungen sind Dienstleistungen. Und im Versandhandel hat man ganz offensichtlich mit dem Verkauf von Gegenständen zu tun. Im Umsatzsteuergesetz ist es außerdem extrem wichtig, wo eine Leistung stattgefunden hat. Das ist gerade beim Versandhandel, wenn er grenzüberschreitend ist, natürlich unglaublich wichtig. Das heißt, muss ich meine Steuer jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder in Österreich abführen, wenn ich diese Waren von Deutschland nach Frankreich oder Österreich verschicke. Das ist den Staaten wirklich nicht egal, wo du deine Steuern bezahlst. Da gibt es zwei unterschiedliche Regelungen. Und zwar einmal, ob dein Kunde ein Endkunde ist oder einmal, ob dein Kunde ein Geschäftskunde ist. Bei einem B2C-Umsatz liegt der Ort der Leistung immer da, wo der Versender seinen Sitz hat. Wenn du jetzt Online-Händler bist und du hast einen Endkunden in Frankreich, liegt der Ort der Leistung immer bei dir in Deutschland. Bei Geschäftskunden ist das genau andersrum. Das heißt, bei Geschäftskunden liegt der Ort der Leistung grundsätzlich immer da, wo der Kunde sein Unternehmen betreibt. Das heißt, wenn du als deutscher Versandhändler in Frankreich einen Geschäftskunden hast, musst du in Frankreich die Steuer abführen. Aus dieser ganzen Thematik ergeben sich ein paar Probleme. Erstes Problem: Woher weißt du, dass dein Kunde ein Geschäftskunde ist und das nicht privat gekauft hat? Das siehst du ja im Zweifel gar nicht. Und genau dafür gibt es die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das heißt, deine Kunden müssen bei dem Kauf ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben, damit sie nachweisen, dass sie es für ihr Unternehmen kaufen. Das heißt, auch alle deine Kunden brauchen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer und auch du solltest eine haben. Wie du eine beantragen kannst, habe ich dir schon mal in einem separaten Video erklärt. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Und es wäre ja schön, wenn das genug der Komplexität gewesen wäre. Ist aber leider nicht der Fall gewesen, denn das Ganze war noch sehr viel komplizierter in der Praxis. Und zwar gab es die sogenannten Lieferschwellen. Lieferschwellen waren Umsatzgrenzen, die gab es in jedem EU-Land. Das heißt, wenn du Umsätze in einem bestimmten EU-Land mit Endkunden gemacht hast, dann hat sich der Ort der Leistung verschoben. Dann musstest du plötzlich für deine Endkunden nicht mehr in Deutschland die Steuern bezahlen, sondern da, wo deine Endkunden sitzen. Als Beispiel, du hast in Frankreich Umsätze gemacht an Endkunden. Und wenn du über diese Lieferschwelle gekommen bist, dann musstest du deine Umsatzsteuermeldung nicht mehr in Deutschland machen, sondern in Frankreich. Das heißt, du musstest dich in Frankreich registrieren, du musstest Rechnungen mit französischer Umsatzsteuer ausstellen und du musstest auch deine Steuer in Frankreich an das Finanzamt abführen. Und das nicht nur in Frankreich, sondern in all den Ländern, in denen du über der jeweiligen Lieferschwelle warst. Die Lieferschwellen waren auch nicht einheitlich. Die lagen zwar mal bei 100.000 Euro, aber die Länder hatten die Möglichkeit, die abzusenken auf bis zu 35.000 Euro. Das heißt, im schlimmsten Fall warst du steuerpflichtig in 10, 15 EU-Staaten und musstest dich überall regelmäßig registrieren, Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben und jeweils die Steuer abführen. Da der Gesetzgeber eingesehen hat, dass das Ganze nicht so besonders praktikabel ist, gab es im letzten Jahr, also im Jahr 2021, eine neue Regelung. Und zwar die Regelung des One-Stop-Shop. Das greift immer dann, wenn du Versandhandel an Endkunden betreibst im EU-Ausland. Und zwar fallen zumindest für die Standardfälle diese ganzen Lieferschwellen einfach weg. Das heißt, die kannst du vergessen. Und es gibt eine zentrale Grenze für alle EU-Länder gemeinsam. Wenn du in Deutschland Versandhandel betreibst mit Endkunden aus dem EU-Ausland, gilt für dich jetzt insgesamt 10.000 Euro, vollkommen egal, in welche Länder du deine Umsätze machst. Wenn du unter dieser Grenze liegst, dann weist du deutsche Umsatzsteuer aus. Wenn du über dieser Grenze liegst, dann kannst du dich zentral in Deutschland registrieren und deine Umsätze melden. Da diese One-Stop-Shop-Regelung eine EU-weite Regelung ist, sorgt es dafür, dass alle Versandhändler in der EU eine nationale Anlaufstation haben, um all diese Umsätze zu melden. In Deutschland ist die zentrale Anlaufstation das Bundeszentralamt für Steuern.
Das erreichst du am besten über das Online-Portal des BOP. BOP steht für Bundeszentralamt für Steuern Online-Portal. In diesem Online-Portal musst du all deine Umsätze melden, die unter das One-Stop-Shop-Prinzip fallen, und musst das dann auch zentral ans Bundeszentralamt für Steuern überweisen. Übrigens kannst du dich im BOP-Portal auch mit deinen Elster Online-Zugängen anmelden. Du brauchst da keinen separaten Zugang, sondern kannst einfach deine Zugangsdaten und deine Zertifikatsdatei für Elster Online verwenden. Wenn du zu Elster Online oder BOP noch gar keinen Zugriff hast, dann solltest du dir unbedingt mal das Video anschauen, was ich dir hier oben rechts verlinke. Da bin ich nämlich Schritt für Schritt den Anmeldeprozess durchgegangen, den du einfach nachmachen kannst. Diese ganze Regelung klingt doch schon mal deutlich einfacher als das, was wir vorhatten, oder nicht? Ich finde schon. Das Problem ist nur, es gibt halt einige Ausnahmen. Und zwar erste Ausnahme, und das ist ein großes Problem, sind Geschäftskunden. Wenn du B2B-Umsätze hast und zum Beispiel als deutscher Versandhändler in Frankreich Geschäftskunden hast, der muss sich trotzdem noch in Frankreich registrieren und für diese B2B-Umsätze in Frankreich die Meldung machen und auch dafür die Umsatzsteuer in Frankreich abführen. Das heißt, sobald du irgendeinen B2B-Umsatz hast, fällst du aus One-Stop-Shop sowieso schon mal raus. Zweitens gibt es das Problem, dass heutzutage die Infrastruktur, die Arbeitsprozesse im E-Commerce ja nicht so ganz simpel sind wie dieser eine normale ideale Standardfall. Wenn ich zum Beispiel in Berlin einen Online-Shop betreibe und über Amazon Produkte verkaufe, dann habe ich Berlin als mein Geschäftssitz. Der Hauptsitz von Amazon in Europa ist in Luxemburg, und wenn ich Logistikdienstleistungen von Amazon nutze, dann kann es sein, dass ich in bestimmten Logistikcentern bin, zum Beispiel in Polen. Das heißt, ich habe ein drittes EU-Land, und wenn ich dann einen Kunden habe in Österreich, dann habe ich noch ein viertes Land. Ich habe potenziell 4 Länder, in denen ich steuerlich vielleicht irgendwas machen muss, und all diese Vertragsbeziehungen, Dienstleistungen und Lieferungen in diesem ganzen Konstrukt, die müssen alle steuerlich gewürdigt werden. Das heißt, E-Commerce generell ist wirklich ein komplexes Thema, und du solltest, wenn du davon keine Ahnung hast, dich unbedingt mit einem spezialisierten Steuerberater oder einem Dienstleister dazu unterhalten, um diese ganzen Prozesse einmal sauber aufzusetzen. Sonst gibt es wirklich Fallstricke, die du eventuell gar nicht sehen kannst, die echt teuer für dich werden können. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dich ein wenig sensibilisieren für diese ganze steuerlichen Herausforderungen, die du als E-Commerce-Händler haben kannst. Und zwar können wir als Kontist Steuerberatung dir leider dabei nicht helfen. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater auf Freiberufler und Selbstständige, die im Dienstleistungsbereich tätig sind, das heißt sonstige Leistungen ausführen. E-Commerce ist eine komplett eigene Disziplin, und du solltest, wenn du da Unterstützung brauchst, nach einem Steuerberater oder Dienstleister suchen, der sich genau auf diese Zielgruppe, auf diese Problematiken spezialisiert hat. Du musst als Versandhändler nämlich jede einzelne Transaktion ganz genau anschauen und dir überlegen, wie sie steuerlich zu bewerten ist. Und das ist natürlich sehr viel Aufwand, und da brauchst du Tools, um das möglichst effizient zu machen. Meine persönliche Empfehlung da ist Textoo. Das heißt hier Textoo, ich verlinke dir die Webseite unten in der Videobeschreibung, deswegen schau da gerne mal vorbei. Wenn du aber Freiberufler oder Selbstständiger bist und im Dienstleistungsbereich irgendwie tätig bist, als Berater, Coach, Influencer, Keynote-Speaker, Moderator, was auch immer du im Dienstleistungsbereich machen kannst, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Schau dir unser Angebot unbedingt einmal genauer an. Ich verlinke dir das einmal hier. Oder schau einfach einen unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. So Sprachtraining. Ja. Stottern, nein, danke.